Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog natürlich immer noch. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich nicht mehr hier auf Sylt, sondern in Hamburg schon wieder. Ja, weil ich eben auch ein bisschen vorarbeiten muss. So ist das eben, ne? Wenn man hier ist und ein bisschen was machen will und ein bisschen entspannen will und so weiter. So, heute geht es um ein Thema, da wurde ich oft drauf angesprochen. Da geht um mehrere Themen. Und zwar braucht man über 1000 Düfte oder 500, whatever. Und muss man eigentlich so viel Geld ausgeben oder sollte man so viel Geld ausgeben? Das ist mir auch mal ganz wichtig und das muss öfters mal erwähnt werden, so alle paar Monate mal wieder. Also fangen wir aber erstmal mit den, sag ich mal, mit den Luxus oder mit denen, was man geil findet an. Also eure Leidenschaft, Düfte kaufen. Braucht man so wie ich über ja fast 1200 Düfte. Natürlich braucht man das nicht. So, aber ich mache das auch schon ein bisschen länger. Und was heißt ein bisschen? Ich mache es sehr lange. Und dann bin ich auch noch Creator. Ihr solltet uns überhaupt Creator nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Wirklich nicht. Ne? Also, und es geht nicht darum, ob wir Düfte mal geschickt bekommen. Nein, wir kaufen auch sehr, sehr viel. Darum geht es nicht. Aber ihr solltet das wirklich nicht als Maßstab nehmen. Eine gesunde Parfüm, sag ich mal, Sammlung hat 10 Düfte. So, vielleicht auch 20, 30. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo ich gefragt habe, ab wann ist es eine geile Sammlung, ab wann ist es eine geisteskranke Sammlung und so weiter und so fort. So, aber 10 Düfte, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr ladet eine Frau das erste Mal zu euch nach Hause ein und ihr als Mann habt 10 Düfte. Die Frau wird euch angucken und sagen, okay, weil die meisten das gar nicht da draußen checken, obwohl die Bubble immer größer wird. Und das finde ich natürlich nice. Ich habe schon vor 6 Jahren, vor 7 Jahren darüber geredet, dass das alles größer werden muss. Ist aber auch mal die Frage, wer dazu kommt und so weiter und so fort. Und ob viele das nur machen aus, ja, ich mache das jetzt einfach mal, aber haben eigentlich gar keine Ahnung oder machen es überhaupt nicht aus Leidenschaft. Ja, das sieht man auch viel an oder das sieht man dann oder sieht man nicht. Das ist aber ein anderes Thema, aber Fakt ist auf jeden Fall, oder Faktum, wie ich immer so schön sage, ist auf jeden Fall, dass man natürlich nicht so viel baut. Also wenn ihr 10 habt oder 20, dann ist das doch top. Wirklich top. Und wenn ihr 50 habt, dann ist das schon High-End, das ist schon Endstufe, weil 50 Düfte, stellt euch doch mal 50 Düfte vor. Jeder normale Mensch kommt bei euch rein, selbst wenn der einen Duft hat oder wenn die 2 haben, die sagen, ne, hier. Und wenn ihr denn das habt, wie manche, viel mehr, das ist schon wirklich hardcore. Aber viel wichtiger ist, ihr müsst einfach, ich will das immer wieder, ich muss das einfach immer wieder erwähnen, ihr müsst einfach vorsichtig sein, weil ihr kommt in eine Spirale, ihr findet das nice, geil, immer mehr Düfte, dies und jenes und ihr riecht und riecht, aber dann gibt ihr auch viel Geld aus und ihr müsst aufpassen, weil heutzutage gibt es einfach, oder es ist fast einfacher, sag ich mal, was zu bestellen als früher. Früher musste man das einfach haben. Also ich kenne, ne, man musste das haben. So, man musste das bar haben und so weiter. Heutzutage kannst du einfach hingehen, ihr kennt ja die ganze, ich will jetzt keine Namen nennen, ihr könnt einfach, sag ich mal, auf Rechnung, das kann ich ja sagen, für den Rest will ich ja keine Werbung machen, aber es ist einfach so, ihr könnt das auf Rechnung holen, dies und jenes und nicht einfach ein Duft. Das habe ich auch 2. Ihr müsst aber bitte, und ich predige das gerne, passt bitte auf, weil ihr kommt da sonst in einen Strudel rein, weil dann sagt ihr euch, okay, da kann ich mir auch mal einen tollen Duft für 300 € holen und dann, ja, ach, vielleicht noch 200, dann seid ihr schon bei 500 und das geht dann immer so weiter und da müsst ihr wirklich aufpassen. So, und deswegen natürlich, jeder, der jetzt so 300, 400, 500 Düfte von uns, hier vor allen Dingen auch die Creator hat, das sind Summen, da könnt ihr euch, was weiß ich, was für ein Auto hinstellen und aufwärts, ne, und so weiter. Aber die meisten natürlich, man muss das Geld verdienen, man muss das Geld überhaben, man muss es wirklich überhaben. Und wenn du das nicht 2 oder 3 Mal hast, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Das sagen ja mal so ein paar VIPs auch, der Spruch. Aber im Endeffekt ist er ja auch richtig so. Und natürlich kann man vielleicht, ich will das nicht sagen jetzt, aber vielleicht kann man mal 1, 2 Mal das machen, dass ihr vielleicht sagt auf Rechnung, aber eben am besten gar nicht. Passt auf und wenn nicht, spart einfach auf den Duft. So, spart einfach auf den Duft. Für die Leute, die das können, ihr dürft das nicht als Beispiel nehmen, für die Leute, die das können oder einige, ne, es gibt ja welche von meinen Followern, die können das einfach. Die können einfach so 2 oder 15 Düfte im Monat kaufen und die sind teuer. Ja, das ist, aber die können es. Und nehmt das nicht als Beispiel und seid auch nicht wütend, wenn ihr es nicht könnt. Spart einfach. Ihr müsst die Geduld haben. Ich weiß, dass auch von früher
früher jedenfalls, wo man noch nicht, ne, man will vieles haben, aber das geht nicht immer. Und deswegen ist es einfach besser. Und heute ist die Möglichkeit, dass die Jugend sich extrem verschuldet eventuell und es ist vielleicht nicht immer so gut. Ne? Also ich sage euch nur, es ist nur ein Tipp, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber an erster Stelle passt bitte auf und seid vorsichtig. Das ist einfach so. Und wie gesagt, 200, 300 Düfte zu haben, das ist auch viel Geld und so weiter und so fort. Und man soll vor allem Platz haben. Ne? Und es ist auch nicht einfach so gegeben, ja, jetzt werde ich Creator und so. Also ganz ehrlich, das ist auch nicht einfach so mal. Da steckt auch vieles drin. Da haben mich auch schon viele gefragt, ob ich das mal ein Video drüber mache, ob das cool ist, ein Creator zu sein und so weiter und so fort. Ich kann das alles mal irgendwann, ich werde das vielleicht mal machen und so weiter. Aber auf jeden Fall wollte ich euch mal sagen, dass das nicht also ihr müsst nicht, 10 Düfte sind top, selbst 5 Düfte sind top. Und wenn ihr 5 geile Düfte habt, vielleicht Designer, ein Nische, vielleicht ein Drogerieduft, Abend, ein Date-Duft, Ausgehduft, Büroduft. Das sind so, wenn ihr das so voll habt, dann ist das doch geil. So mehr braucht ihr doch eigentlich nicht. Ne? Es ist schwer, das zu glauben, wenn das einer sagt, so wie ich, der so viel Düfte. Natürlich ist das geil, immer Düfte zu haben. Ich habe einfach ich komme da gar nicht mehr von. Aber deswegen sage ich euch, ne, die Leute, die das können und so, dann ist das eventuell noch was anderes. Aber ich sage euch nur, Leute, ich habe das auch schon erlebt, die das nicht können. Bitte lasst es. So, deswegen einfach mal wichtig, das mache ich alle ein paar Monate, entweder mal als Short-Video habe ich das gemacht oder ich sage es hier einfach mal ein Video. Es ist für mich einfach, ich muss das machen, das muss man einfach machen. Das ist ein Appell an euch, gebt bitte nicht so viel Geld aus oder beziehungsweise, wenn ihr es habt, ja, ich meine damit, geht nicht in Schulden rein, weil dann spart lieber. So, ist einfach so. Oder es gibt wichtigere Sachen, die einfach vorgehen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So, also schreibt mal runter, wie viele Düfte habt ihr? Was meint ihr? Was ist noch ein gesunder Maß? Oder was sagt ihr? Was ist ein gesunder Maß? Wie viel Geld gebt ihr so aus? Oder was haltet ihr davon? Weil ich persönlich, für mich ist es Pflicht, das mal rauszugeben an manche Leute, die eben nicht so viel das Geld haben, die nicht sich, ne, auch wenn eine Duft- oder Parfümleidenschaft absolut geil ist, weil man erstmal drin ist. Aber das ist jede Leidenschaft. Blu-rays, früher Fernseher, Autos, dicke Autos, Uhren und so weiter. Es ist alles immer irgendwie ne, ihr müsst da aufpassen und deswegen, ja, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid, und würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde.